Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Ich bin jetzt hier in Mönchengladbach und habe zwei Jungtiere von den europäischen Nerzen hier abgeholt. Und zwar gehen die entweder in die Wiederansiedlung an Steinhuder Meer oder wir behalten die Tiere halt für die Weiterzucht, um eben diese Tierart weiter am Leben erhalten zu können. Wir siedeln am Steinhuder Meer jedes Jahr Jungtiere aus unserer Zucht an. Das sind jedes Jahr etwa 35 bis 50 Jungtiere, die dort angesiedelt werden. Und wir haben vor 2 Jahren nachweislich auch schon Freilandreproduktion gehabt. Das heißt also, dass Tiere, die wir ins Freiland gelassen haben, sich im Freiland verpaart haben und dort Jungtiere aufgezogen haben. Die Zoos verteilt in ganz Deutschland und Wildparks sind sehr wichtige Partner für uns als Verein Euronerz. Und zwar machen wir selber bei uns in der Station ja nur die Verpaarung der Tiere, weil die äußerst schwierig ist und zeitaufwendig ist, und bringen dann die verpaarten Weibchen in uns angeschlossene Zoos und Tierparks, so wie hier in Gladbach, und wo sie dann hoffentlich Jungtiere bekommen. Es ist eben sehr wichtig, dass eben viele Tierparks mitmachen, da wir eine Akzeptanz für diese Tierart brauchen. Sie wird nämlich sehr häufig mit den amerikanischen Mink- oder Farmnerz verwechselt. Und daher meinen viele Menschen, es gibt doch so viele Nerze, da werden doch die Pelze rausgemacht. Die haben aber nichts mit dem europäischen Nerz zu tun, sie sind nicht einmal eng verwandt. Der europäische Nerz ist hochgradig vom Aussterben bedroht. Und wir bauen mit den Tierparks halt eine Erhaltungszucht auf, um auch weitere Ansiedlungen dieser Tiere wieder im Freiland zu machen. Ja, der europäische Nerz ist in Deutschland um 1925 ausgestorben. Da war der Hauptgrund halt eben vor allen Dingen Lebensraumzerstörung und natürlich auch Bejagung der Tiere. Und es ist dann ein ganz großes Problem gewesen, dass in den 20er Jahren ein großes Flusskrebssterben in Europa war. Da ist der amerikanische Signalkrebs hier eingeführt worden, der halt eben eine Krankheit mitgebracht hat, woran die europäischen Krebse gestorben sind. In ganz Europa gibt es etwa noch 25.000 bis 30.000 europäische Nerze im Freiland, zum größten Teil halt in Russland, im Uralgebiet, aber auch noch eine kleine Restpopulation in Nordspanien, etwa 1500 Tiere, und etwa 1500 Tiere im Donaudelta, in Rumänien, Ukraine. Und wir versuchen halt eben in Kooperation mit Zoos und Wildparks auch in Deutschland wieder eine Freilandpopulation aufzubauen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.